Hallo, ich bin Philipp Zwalinder und Mitarbeiter im Kundendienst von Advantex. Die neue Version 49 ist da und bietet wie immer eine Fülle an Neuerungen. In diesem Video stelle ich Ihnen die Highlights vor. Die Preislistenstruktur wurde erweitert. Bisher konnte jedem Kunden genau eine Preisliste zugeordnet werden, mit der die Preise der Kundenartikel festgelegt werden konnten. Ab jetzt können Sie mehrere Preislisten pro Kunden hinterlegen. Nicht nur das, Sie können auch steuern, welcher Preis eines Kundenartikels von welcher Preisliste übernommen werden soll. So kann ein einzelner Kundenartikel gleichzeitig von mehreren Preislisten die Preise übernehmen, jeweils für Leasing, Bearbeitungs-, Sonder- und Verkaufspreise und sogar Basisrestwerte. Die neue Option „Preise dürfen auf Kundenebene geändert werden" erhöht Ihre Flexibilität noch weiter, denn sie erlaubt manuelle Preiskorrekturen einzelner Kundenartikel. Mit der neuen Outlook-Schnittstelle können Sie Ihren Outlook-Kalender mit dem Kalender in Advantex synchronisieren. So behalten Sie stets den Überblick über alle Ihre Termine. Termine aus Ihrem Outlook-Kalender werden nämlich auch als History-Einträge im Advantex angelegt. Umgekehrt werden auch Termine, die Sie als History-Eintrag im Advantex anlegen, in Ihren Outlook-Kalender übertragen. Außerdem wurde Advantex um ein neues Dashboard für die Absatzchancen erweitert. Es zeigt alle Absatzchancen samt Akquisestufe und Vertragswert sowohl als Grid als auch als Trichterdiagramm und bietet zahlreiche Filtermöglichkeiten. Zusätzlich zeigt es die Anzahl der Absatzchancen pro Vertreter in einem Top-10-Ranking. Außerdem können Sie von nun an Lieferscheine per E-Mail verschicken. Bei den Ansprechpartnerrollen gibt es dazu das neue Kennzeichen „Empfängt Lieferscheine per E-Mail". Wenn Sie einem oder mehreren Ansprechpartnern eine Rolle mit diesem Kennzeichen vergeben, dann erhalten diese alle Lieferscheine per E-Mail. Das passiert selbst dann, wenn Sie keine Papierausdrucke erstellen. Advantex bringt Sie damit einen Schritt weiter zum papierlosen Büro. Die Verwaltung der Restwerte haben wir um mehrere Facetten erweitert. Eines der neuen Features sind Restwertkontingente. Einen Überblick über den aktuellen Stand der Restwertkontingente öffnen Sie über eine neue Maske aus dem Kundenstamm. Mit diesen können Sie Kunden einen Anteil der sonst kostenpflichtigen Restwerte kostenfrei zur Verfügung stellen. Kontingente können pro Restwertart definiert werden. Die inklusive Prozentangabe spiegelt den Anteil an Restwerten wider, den der Kunde nicht bezahlen muss. Solange ein aktives Kontingent noch nicht ausgeschöpft ist, wird bei einer Restwertabrechnung der Anteil der abgerechneten Teile am Gesamtrestwert auf die verbrauchten Prozentpunkte hinzugerechnet. Eine Abrechnung findet erst dann statt, sobald es keine unaufgebrauchten Kontingente mehr gibt. Restwerte werden außerdem von nun an nicht mehr unmittelbar abgerechnet, sondern archiviert mit einem Vermerk, ob sie für dieses Teil abgerechnet werden müssen. Eine Restwertübersicht lässt sich auf mehreren Ebenen aufrufen, wie den Kundenartikeln, Trägern, Trägerartikeln oder dem Teilestamm. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt jetzt über die neue Funktion Restwerte abrechnen inklusive Fehlteile in der Rechnungsmaske. Im Kundenstamm kann nun zudem für den Größentausch eingestellt werden, ab wie vielen Wochen der Restwert hierfür berechnet werden soll. So vermeiden Sie beispielsweise eine Restwertberechnung bei neu ausgestatteten Trägern, bei denen die Größe vielleicht noch nicht gepasst hat. Einem Projekt können nun mehrere Aufträge zugeordnet und wieder von diesem entfernt werden. Außerdem können Sie nun den Versand von E-Mails abschalten, wenn Sie bei bestimmten Projektschritten keine Nachricht über ein Überschreiten der Deadline erhalten möchten. Eine Übersicht aller Projekte finden Sie nun direkt im Hauptmenü. Und vom Projekt aus können Sie nun direkt in den Call-of-Leitstand sowie in den Teilestamm springen. Dieser ist auf alle Teile des Projektes gefiltert. Von nun an bieten auch einige Produktionsmasken in der STC-Umgebung die Möglichkeit, Fotos aufzunehmen. Die hier gemachten Fotos werden natürlich auch in die Zentralumgebung repliziert. Außerdem können Sie nun pro Standardhinweis einstellen, dass der Nutzer zur Aufnahme eines Bildes aufgefordert wird, sobald dieser angelegt wird. Die Bildaufnahme kann dabei optional oder verpflichtend sein. Bei einer verpflichtenden Bildaufnahme ist die Anlage eines Hinweises ohne Bild nicht möglich. Im Kundenstamm kann zudem eingestellt werden, dass bei einer Restwertfakturierung
oder bei einer Rückfrage an den Kunden automatisch eine Bildaufnahme vorgenommen werden soll. Zusätzlich kann pro Kunde eingestellt werden, ob Fotos für Hinweise und Austausche auch in der Kundenhistory protokolliert werden sollen. Dies geschieht dann entweder als abgeschlossene Notiz oder als offene Aufgabe für den Kundenservice-Mitarbeiter. Ab jetzt können Sie sicherstellen, dass die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung auch von deren Applikationen eingehalten werden. Dazu können Sie jetzt Normvorgaben wie zum Beispiel Flammschutz festlegen und diese dann einzelnen Normen zuweisen. Wenn nun ein Namensschild oder ein Emblem auf einen Artikel mit einer solchen Norm angebracht werden soll, muss dieses auch alle Normvorgaben des Artikels erfüllen. In der Videobeschreibung finden Sie die Handbuchkapitel und in den kommenden Wochen werden wir außerdem ausführlichere Videos zu den einzelnen neuen Funktionen veröffentlichen. Vielen Dank fürs Zuschauen und gutes Gelingen mit der Version 49 von Advantex.